Police Service und Dakar. Willkommen zurück bei Timeout Racing. Und wenn du neu bei uns bist, ich bin der Sven und wir zeigen dir Dakar, wie du es im Fernsehen nicht zu sehen bekommst. Wir sind wieder zurück in Yanbu im Startcamp, wo wir anfangs der Dakar gewesen sind und jetzt schon bald wieder zu Ende. Wir haben heute exklusiven Einblick bekommen zum führenden Racetruck. Da wird uns der LKW erklärt. Und wir haben die exklusivsten Aufnahmen von Nani Roma von seinem Ausfall. Niemand hat sie, wir haben sie, wir zeigen es euch. Das war's. Kein Triple mehr. What happened here? I make big jump, You make flight shows? like Adam Małysz from Poland. Okay. 10 meters. 10 meters. Police Service und Dakar. I like your safety shoes. Ah. Main thing is you have to make sure. Yes, zweiter Platz. Danke. Danke. Heute war die zweitletzte Etappe der Dakar 2026. All unsere Kundenfahrzeuge sehen immer noch einwandfrei aus. Hier der Toyota Land Cruiser von Dani und Toni hatte keine nennenswerten Probleme. Okay, das vordere Differential musste er wechseln, aber sonst nur Kleinigkeiten. Ein absolut zuverlässiges Auto, ist auch von Dani wie immer perfekt vorbereitet. Juraj hat dieses Auto neu gekauft, er ist das erste Mal gefahren. Da gab es schon ein bisschen mehr Arbeit. Ich glaube, da fehlt einfach noch, dass das Auto benutzt wird von ihm, dass er es kennt, dass man weiß, wo die Schwachstellen sind. Aber Uwe, Matze, Rudi und hier Otto ist auch hier, haben das am Abend immer wieder repariert, optimiert. Dann hier sicher ein Highlight von der Dakar. Viele kommen das Auto anschauen, weil es ist noch nie eine G-Klasse AMG an der Dakar Classic mitgefahren. Das hat den Grund, dass sich das Reglement geändert hat. Erst dieses Jahr sind Fahrzeuge bis 2005 zugelassen. Wir hatten Respekt, dass es Elektronikprobleme gibt, war nicht der Fall. Wir hatten Respekt, dass der Treibstoff hier zu schlecht ist für diesen Motor. War auch nicht der Fall. Wir haben Oktanbooster dabei, das heißt, wenn wir nur 91 Oktan tanken konnten, haben wir noch eine Flasche Oktanbooster reingeschüttet und das hat dann
dem Auto gut getan. Aber sonst gar nichts. Also klar, die sind nicht auf Kampf gefahren, aber sonst keine Schäden, nichts abgerissen, leichte Kratzer hier und sonst ist das Auto einwandfrei. Ich würde sagen, hatte glaube ich auch nie einen Plattfuß, sondern ist die Rallye einfach durchgefahren. Die Geschichte vom SK, die kennt ihr, die Blattfeder, die ist hinten ja gebrochen, die hält immer noch, hoffe ich mal. Sieht gut aus, ist noch alles dran. Es gab mal Probleme mit der Tankaufhängung und mit den Reifen generell, dass die Reifenregel, Druckanlage nicht mehr dicht ist. Das gab es mal ein Problem, aber sonst ja, auch ein sehr gutes Fahrzeug, funktioniert sehr gut. Und ein Hingucker, LKW ist immer spannend. Turn again the wheel on the right. Now. I'm just making sure everything's on. Ihr seht, da hinten ist abgesperrt. Hier ist ziemlich exklusiv, denn der Renntruck, der steckt aktuell auf Platz 1, Zala. Und der ist jetzt nicht mehr da. Der ist im Hotel, aber wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir ein paar technische Informationen zu diesem Renn-LKW bekommen. Nice to meet you. I'm Sven. I'm Henk. Henk, nice to meet you. Could you tell us about technical details about this truck? Sure, of course. First of all, it is a De Roy truck. Yeah. It's a De Roy design. We designed the chassis completely ourselves, the wheel suspension, everything. We are a factory team for the main driveline components. So for the engine we get from FPT, Iveco, Fiat Powertrain. The gearbox is from Allison. The axles are from Sisu, the Finnish make, and the tires are from Goodyear. So for the main components we are a factory team. But it's a De Roy design from beginning until the end and homologated as a De Roy truck as well. And how long is the engineering period for building a truck? Well, if you design completely from scratch, that will take a year, 2 years from a design point of view. Yeah. But these are, of course, always evolutions from a truck that already existed. Okay. So, but then again, every year there is a progress made in terms of suspension, in terms of performance of the engine, in terms of a lot of things, you know. And also regulation change, I guess. Regulations also change. The FIA is coming on board. Yeah. And of course, that's a good thing, because of that, you are forced to become much more precise on things, specifically with regards to security items. Yeah. So that's a very good thing. Yeah, absolutely. In terms of technical specification, weight, horsepower. Okay, the engine is of course a Cursor 13 engine from FPT, Fiat Powertrain. 30 liter, 6-cylinder in line. It has more than 1,000 horsepower and more than 5,000 Newton meter of torque. Crazy. So that's enough for us, honestly speaking. Then we have attached to it an Allison gearbox that is done together with the factory, of course. That's an automatic gearbox to which we have added a flipper system, so manual shifting. Yeah. The reason for doing that is that because with the flippers you can maintain, let me say, the engine revs on a higher level, avoiding the turbo lag. So the turbo stays on a certain speed. The moment the pilot hits the throttle, you get immediately power boost. That's the benefit of the flipper box. So that already increases a lot the speed of the truck. And then of course, because of all these developments, we had to adapt the cooling system. We changed the looks of the truck by enlarging the grille, the radiators and that kind of stuff behind it. So fundamentally this is the main spec of the truck. The weight you asked, it depends how you weigh it. If he's weigh it empty, completely empty, without spare tools, without that kind of stuff, around about 8,500 kilos. Roughly speaking. 8.5 tons. Huh? Yeah. Okay. And you talk about fuel, so it have another 1,000 liters of fuel. Currently we have over 900. 900. Yeah. But the next development will be 1,000. Okay. Because with the manual flipper system, Yes. They have become much faster, specifically in dunes. Yeah. Because of this, being constantly on the right level of power to the engine. So now, let me say, under normal racing circumstances on road, and let me say hard surface like this one here, fuel consumption would be
You do it 1 liter, 2 kilometers, roughly speaking. In the dunes, it's the other way around. You need 2 liter for 1 kilometer. Crazy. So when this type of truck was first developed, we had 750 liters of fuel. Now it's already up to 900 for the special of the day. So that's the thing that is that's the price you pay for going faster. Is there a minimum weight for a truck? Yeah, there's a minimum weight. But it's based on the weight per axle. So there's a definition. Okay. There should be so much weight on the front axle, so much weight on the rear axle, and that is regulated. Okay. And we are in line with that. We walk around Yeah, the sure. truck. So the driver's seat is right in the The or driver more in the sitting front, here. huh? Yeah. Yeah. In the beginning, the driver was sitting above the front axle. And do you know why we moved it backwards? It's easier to drive. No. No. There's another story to be told. Okay. The moment you're sitting here, so let's say you sit here in Yes. front of the axle, Yeah. and you make a jump, and there's a huge impact. Let's say impact, and we have measured these impacts. 5G, 500 kilos is easy. If you are as a pilot sitting above this axle, the 5Gs hit you. Okay. And let's assume with 5Gs, it starts to hurt in your back. You feel the pain, right? Yeah. Now, by moving the sitting position backwards, the 500 kilo here is reduced mathematically to 350 there. So yes, you're right. If you have the 500 kilos impact here, it's more comfortable there. But now Okay. comes the trick. The pilot is not there for comfort. He drives until it starts to hurt, when his body starts to hurt. Then you so slow he down. will drive until he finds here 5Gs. That means that here the impact should be 750 kilos. Yeah. And that's the consequence why we have put this cabin there. Okay. So he goes much faster again Yeah. and absorbing the same impact here, but on a better level on his body than there. That's the reason why we have done that. There's even a small negative item to it. Because of the nose, the visibility in the dunes is reduced. Yeah. But pilots can around it. They Okay. know how to move around it, Yeah. and then it's okay. So this is the reason why we moved to the noses. So we have 3 fuel tanks, one on Three, each side of the okay. chassis, and one in the center of the chassis. To level the weight? Well, you had to get the center of gravity Yeah. lower, Yeah. and of course keep it as slow as possible. And yeah, So there are just 3 person because one driver, one co-pilot, and one mechanic, right? correct. Yes. So on the left side you have the pilot, of course. Right side the navigator, in the center the mechanic. He has in front of him a whole dashboard with all the technical data that he needs to manage during the race, or at least observe. let So me it's say. not just sitting in a truck and wait for some mechanical issues. no. So it's constant operating the truck or Yes, controlling well, the truck. Yeah, but he's observing, of course, the key parameters of the engine: temperature, oil pressure, that kind of stuff. Yeah. And what he can do is raise and lower the tire pressure Yep. from the cabin. So he, together with the navigator, is looking the changes in the terrain coming up, and if it becomes loose sand, let me say, then he starts already lowering the tire pressure Okay. in order to maintain or increase the grip. Yeah. And when you come out of the sand, the reverse. He needs to anticipate, okay, we're now coming on tarmac, I need to raise the pressure again. So that's a very important role of the mechanic to play. And of course, in case there is a puncture or whatever, they need with a few people to change the tire very quickly. Yeah. How long does it take to change the tire? change a tire? What do you think? 4 minutes. Well, that's very optimistic, Okay. but it could be between 5 to 6. 5 to 6, okay. Because of this here, we have the hydraulic jacks. Okay, like in the cars. Crazy. Oh, okay. So this thing is lowered hydraulically. Yeah. It lifts the truck and it makes it easier to change the wheel. But you need to be trained there because a wheel like this is 125 kilos. Yeah. So There is no crane, huh? no, it's manual. Yeah. They use this thing. This thing here is attached here. And then it's of course a technique. Yeah. You're with 2 people. You put the wheel against it. You lift it and you turn it over like that. Then it flips. It flips over. Yeah. Oh, okay. So we use cranes. Costs a lot of time. Yeah. But this is the simplest thing. You And need you only to be have trained. 2 spare tires, I guess. We can even have 3. 3, okay. The regulation says a minimum of 2. Yeah. So normally we use 2, but in case of a marathon, there where there's this cross, Yep. there can be the 3rd tire. You also have spare parts? Yeah, we have some small, Okay. what we know that could happen, but Yeah, you know, normally you have always the wrong parts with you. Yeah. But there's, for example, a steering rod Okay. Yeah. attached to Can the see frame. it. Sometimes you hit a rock and it bends, you know, and Yeah. then you need to change it.
There's oil, there's water, there's a firefighting system, that kind of stuff. But normally speaking, look, nowadays it has become so close racing. The moment you have a huge technical problem, you're practically out of the race. Yeah. So we don't put a lot of spare parts in these trucks. And I don't know the English word of this. The cover, the curtain. Is this just because to reduce the weight? Yeah. Don't have aluminium or whatever? We used to have an aluminium panel, but in the end it turned out that this curtain is the better thing to have. Okay. It's easy to print, and in case of damage it's easy to replace. It's a choice we made, you know. But we used to have the aluminium panels as well. Not really a big advantage, because don't underestimate the forces and the vibrations in a thing like that, you know. If you see the onboard videos, it goes crazy. It's crazy, it's unbelievable, that's right. Thank you for your time. You're It was welcome. interesting, and have a good race tomorrow. And well, Good luck. we'll see. Last Thank you. 100 kilometers, eh? Yes. Wir haben es uns anders überlegt bezüglich der Verlosung. Wir möchten es einfacher gestalten, einfacher machen und dass ihr alle teilnehmen könnt. Daher im morgigen Video kommt der Link vom Formular, wo ihr eure Adresse eingeben könnt, Senden drücken und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr unsere Giveaways. Hi. Bonjour. Hier muss wohl noch was geschweißt werden. Ich weiß nicht, ob der vor der Rallye schon so ausgesehen hat oder nicht, aber das sieht aus, als hat es den mal überschlagen. Range Rover, klassisches Fahrzeug, gefällt mir sehr gut. Da sieht man immer, in welcher Klasse das der fährt. Steht auf jedem Auto, also der fährt H1, das ist die langsamste Klasse. Da braucht es ein gewisses Alter, dass man da fahren kann. Also Francesco zum Beispiel kann mit seinem neuen Auto gar nicht in der H1-Klasse fahren, der muss H3 oder H4 fahren. Und alle denken, ja, ich möchte möglichst schnell fahren, aber das ist nicht der Fall. Das ist sehr schnell, also der Standard ist schon schnell. Und wenn man dann H3 oder H4 fahren müsste, dann ist es einfach noch einiges schneller. Von daher möchten alle langsam fahren können, weil man sich dann auf die Navigation konzentrieren kann und auf die Zeiten. Hier der Defender von den zwei Frauen. Sieht aus wie vor der Rallye. Bonsoir. Keine Schäden. Generell, ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr viel weniger Ausfälle bei den Classic zu verzeichnen sind. Letztes Jahr war wirklich jeden Abend kamen die mit dem Truck zurück ins Camp, völlig demoliert, überschlagen. Das habe ich dieses Jahr weniger oder bis gar nicht gesehen. Der BMW ist auch im Rennen. Hier der Porsche, leider heute oder gestern ausgefallen. Der hatte ein Problem, der ist heute auf der Strecke hierher gefahren. Der wird aber morgen sicher, also nicht sicher, aber ich nehme es an, wenn es geht, wird er die kurze Etappe noch fahren, damit er dann noch als Finisher aufs Podium fahren kann. Good News auch vom Völkel. Der zweite LKW, der ist wieder hier. Die sind gestern die ganze Zeit gefahren, damit sie von, wo war das? Damit sie von Bischa hier nach Jambu fahren können. Mit Polizeieskorte sind die dann hierher gefahren. Er läuft, aber ich glaube nicht perfekt. So habe ich es mal verstanden heute. Sind alle im Essen. Niemand hier. Das ist der Mediatisch von Völkel. Wir schneiden unser Intro rein. Ich habe jetzt alle Daten. Klack, 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 klack. Nee. War ein Witz. Wie läuft's? Heute soweit gut. Ist gut? Yes. Wir haben die grosse Düne nicht aufgeschafft. Okay. Wir haben es 1 Stunde lang probiert, von allen Seiten haben wir sie attackiert. Zu wenig Leistung gehabt? Ja, definitiv. Okay.
Dann müssen wir 5 Kilometer zurück zum nächsten Checkpoint und nachher in die nächste Prüfung. Ein Zylinderkopf? Eben. Eben. Zum guten Glück. Er kommt langsam, aber er kippt. Aha. Ja gut, morgen ist nicht mehr weit, oder? Nein, nein. Aber er hat noch viele neue Motoren. Ja. Braucht mehr Leistung. Bei euch ist alles gut gegangen? Viel Erfolg, ja. Tipptopp. Wir sind jetzt hier mitten im Camp, das heißt es gibt eine rechte Seite und eine linke Seite und in der Mitte ist alles offizielle Media Center, Officials, Competitor Service und es gibt auch Catering Zelt und es gibt auch eine Spielhalle mit Billardtisch, Ping-Pong. Da jetzt nichts, aber sonst gibt es immer eine Box, wo man, wie heißen die Kisten, wo man reinboxen kann. Die sind sehr beliebt. TV kann man Dakar spielen. Kein Sand, gekühlt. Der Tisch leider, ich habe mal gespielt, aber ist qualitativ überschaubar. Dann hier gibt es Feuer, jeweils am Abend. Kann man ein bisschen sitzen, Tee trinken. Hier gibt es Spiele, wo man spielen kann. Dann gibt es einen Fanshop. Meistens am Anfang ist da der Riesen-Rush und dann ist das meiste auch ausverkauft oder die beliebten Sachen. Der Stuhl da im Eck, den war mal vor 3 Jahren, gab es den draußen, dann wurden die gestohlen und am nächsten Jahr konnte man sie kaufen. Für Schlappe 80 €. Ein bisschen Holz und ein bisschen Stoff. Hier sieht man die Bühne, oder nicht einmal die Bühne, wo abends jeweils die Preisverleihung ist. Also jeden Tag gibt es Stage-Gewinner und die bekommen dann hier die Medaille. Oder Briefings sind auch hier. Also am Anfang der Rallye gibt es verschiedene Briefings, Classic, Navigation Briefings und so weiter. Und das ist alles hier. Und im Hintergrund hier dann die Stage für morgen. Für die Zieleinfahrt. Jeder Teilnehmer hat dann die Möglichkeit, oder ja, nicht nur die Möglichkeit, sondern jeder soll über die Bühne fahren. Dann kann man kurz aussteigen, winken, es kommt ein Resultat angezeigt, ein Bild und dann fährt man wieder runter. Aber dieses Display im Hintergrund, das war letztes Jahr nicht. Da gibt es noch den Dakar Club. Ich weiß nicht, was es braucht, um da reinzukommen. Ich war einmal drin an einem Briefing oder von einer Einladung von Defender. Gab es einfach Tee, ist ein bisschen VIP-Style. Vermutlich auch für Gäste, einheimische Saudis, die hier eingeladen werden. Die nehmen hier einen Kaffee oder einen Tee eher und genießen ein bisschen die Dakar-Luft. Man kann auch hier im Camp SIM-Karten kaufen. Und viele haben auch haben gesagt, ja, ich brauche keine SIM-Karte, ich mache eSIM. Und ich bin der Meinung, es funktioniert nicht und nachträglich kann ich auch sagen, die hatten alle Probleme. Also wenn ihr nach Saudi-Arabien kommt und ihr seid außerhalb von den Städten wie Riyadh, Jambu oder Jeddah, dann kauft eine SIM-Karte von STC. Das ist der einzige Anbieter, der funktioniert. Und das mit eSIM, das geht, aber halt nur in den Städten. Und auch das, was sie hier verkaufen, funktioniert leider auch nicht so gut. Yes, Grace. Hello. That's Hello. Where are you from, princess? Bardzo dobrze, dziękuję. Bolą mnie plecy. Der zweitletzte Tag für uns an der Dakar 2026 geht zu Ende und so auch das Video.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, liked es bitte, Fragen gerne in die Kommentare und wenn noch nicht geschehen, abonniert bitte unseren Kanal. Wir sehen uns morgen wieder bei Time Out Racing. Danke, ciao.